Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Der Chef der kriselnden Opel-Mutter Stellantis ist überraschend zurückgetreten. Carlos Tavares sollte den Konzern eigentlich noch bis 2026 führen. Der Manager stand in den vergangenen Monaten in der Kritik von Gewerkschaften, Autohändlern und Aktionären. Ende Oktober hatte Stellantis bekannt gegeben, dass wegen der schwachen Nachfrage der Quartalsumsatz um rund 27% abgesackt ist. Zuvor hatte der Konzern schon seine Gewinnprognose eingedampft. Zu Stellantis gehören neben Opel auch Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler oder Jeep. Und eigentlich hatte Tavares Stellantis ja einen harten Kurs verordnet, der auch die Rendite wieder zweistellige Höhen bringen sollte. Das wird wohl jetzt erstmal nichts. Die Aktie deutlich im Minus, 8,6% geht es derzeit nach unten. Aber Ärger gibt es auch woanders. Seit Vormittag läuft der erste große Warnstreik bei Volkswagen seit 2018. Flächendeckend haben die Beschäftigten ihre Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik soll jeweils rund 2 Stunden dauern und danach in jeder Schicht wiederholt werden. Das Unternehmen will wegen seiner Absatzkrise die Löhne um 10% senken und droht damit in Deutschland erstmals in der Firmengeschichte Werke zu schließen. Die Gewerkschaft fordern stattdessen eine Lohnerhöhung und einen Erhalt aller Werke. Tja, viel Ärger, viele Sorgen also in der gesamten Autobranche. Und bei VW wissen die Anleger zumindest heute nicht so recht, was sie mit der Aktie machen sollen. Zu Börsenstart war VW noch der größte Verlierer, hat sich dann aber berappelt, ist jetzt sogar doch deutlich im Plus, 0,3% geht es derzeit nach oben. Verhaltenen Start, den gab es auch beim DAX mit leichten Verlusten sogar. Aber dann drehte er ins Plus und nicht nur das, markierte gleich noch mehrere neue Allzeithochs. Das war ja nach der starken Woche schon am Freitag in greifbarer Nähe. Aber jetzt kam es am Vormittag, das erste, wurde am Mittwoch doch noch mehrmals übertroffen. Und da sehen wir auch ungefähr auf neuem Rekordstand, also 19.806 Punkte derzeit, Tageshöchststand, Allzeithoch eben derzeit. Mal sehen, wohin das noch weitergeht. Die 20.000 sind ja jetzt fast in greifbarer Nähe. Unter Druck dagegen der Euro, vor allem wegen der politischen Turbulenzen in Frankreich. Im Haushaltsstreit, da muss sich Regierungschef Michel Barnier womöglich noch heute einem Misstrauensvotum stellen. Und wie es danach weitergehen soll, ist ungewiss. Und die Kreditkosten Frankreichs, die sind mit knapp 3% heute erstmals höher als die von Griechenland. Alles geklärt dagegen scheint bei Covestro. Die milliardenschwere Übernahme durch den arabischen Ölriesen ADNOC ist perfekt. Aktionäre des Kunststoffherstellers haben knapp 70% der Anteile angedient. Das teilte ADNOC heute mit. Je Aktie zahlt der Ölriese 62 €. Sind wir noch ein bisschen drunter. Also da gibt es durchaus noch Potenzial nach oben. Ein harter Einbruch dagegen bei Delivery Hero. Dessen spanische Tochter Glovo, die muss die Lieferfahrer nun fest anstellen, um weitere Unsicherheiten und Probleme auszuschließen. Und das wird teuer, das glauben zumindest die Aktionäre. Und sie verkaufen die Aktie momentan im Minus, fast 12% geht es nun nach unten. Bei der deutschen Industrie, da läuft es auch nicht gut, sogar noch schlechter als ohnehin angenommen. Der Einkaufsmanager-Index verharrte im November auf dem Vormonatswert von 43 Zählern. In einer ersten Schätzung hatte der Finanzdienstleister S&P Global noch einen Mini-Anstieg auf 43,2 Punkte gemeldet. Das Barometer gilt an den Finanzmärkten als wichtiger Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung und signalisiert Wachstum bei Werten von über 50 Punkten und darunter eben ein Schrumpfen, also so wie jetzt. In den USA, da freuen sich viele Verbraucher nach dem Black Friday über echte oder zumindest vermeintliche Schnäppchen. Und die Händler, die freuen sich über höhere Umsätze. Dem Zahlungsdienstleister Mastercard zufolge gaben die Amerikaner am Freitag 3,4% mehr aus als im Vorjahr. Allerdings vor allem online. Eine Steigerung in diesem Rahmen erwartet Mastercard auch für das Vorweihnachtsgeschäft insgesamt. Und auch in Deutschland, da sind die Einzelhändler immerhin wieder etwas optimistischer. Das IFO-Geschäftsklima im Einzelhandel ist im November angestiegen, ist allerdings weiter auf niedrigem Niveau. Die Einzelhändler beurteilen besonders ihre aktuelle Lage besser als im Oktober. Und auch das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland, das hat sich im Dezember wieder leicht aufgehellt. Zugeschaltet ist jetzt Jochen Stanzel, Chefanalyst von CMC Markets. Willkommen hier bei Welt. Hallo, grüße Sie. Die Einzelhändler hoffen ja nun auch auf ein besseres Weihnachtsgeschäft. Werden sich denn diese Hoffnungen Ihrer Sicht nach erfüllen? Ja, tatsächlich war ja im November das Konsumklima immer noch schlecht, aber jeder, der in diesen Tagen Weihnachtseinkäufe in den Städten macht, sieht, dass die Läden doch voll sind.
Die Schlangen an der Kasse sind lang und Parkplätze sind selten. Das liegt aber daran, dieser andere Eindruck, dass die Institute, die da messen, ja ganz genau hinschauen, wie sich die Umsätze gegenüber vorher verändert haben. Und da ist halt schon ein Rückgang um 1% dann eine große Enttäuschung. Ein klarer Trend ist jedoch zu beobachten, Sie sprachen es bereits an, die Menschen kaufen gerne einfach mit dem Handy ein. Online wachsen die Umsätze über Black Friday und die Cyber Week, die jetzt beginnt, 10%. Die schrumpfen aber in dem reinen traditionellen Ladengeschäft wahrscheinlich sogar um 3%. Und es gibt noch einen neuen Trend und der hat mit dem künftigen US-Präsidenten Trump zu tun, weil die Leute Angst vor Strafzöllen haben, kaufen sie jetzt schon ein. Das kann sich dann aber in den nächsten Wochen, Monaten rächen, wenn dann die Umsätze einbrechen. Schauen wir dann noch mal auf den deutschen Markt und deutsche Konsumaktien. Welche davon finden Sie zumindest interessant? Ja, das reine Kaufhausprinzip ist nun mal out. Die reinen Internetanbieter haben aber auch Probleme, weil die Marktmacht von Amazon so groß ist. Es ist einfach sehr schwierig, neben Amazon gesehen zu werden. Und Anbieter, die diesen traditionellen Handel klug kombinieren können mit dem Internet. Und da haben wir eine Douglas zum Beispiel, da haben wir eine Ceconomy, also Mediamarkt, Saturn. Die haben ja Läden, setzen aber auch auf das Internet. Man kann also Click and Collect machen und solche Dinge. Und diese beiden Kanäle werden hier ja intelligent verbunden. Und die sehen auch an der Börse stabil aus, könnten von dem Weihnachtsgeschäft profitieren. Anbieter wie jetzt eine Metro zum Beispiel, die im Umbau zu diesem Multi-Channel-Anbieter noch hinterherhinken, die haben an der Börse eher das Nachsehen und die werden dann eben auch von den Investoren umschifft, was man an den Aktien sehen kann. Dann schauen wir noch mal auf Amerika. Amazon haben Sie ja gerade schon erwähnt. Was ist noch interessant? Ja, das ist der absolute Platzhirsch natürlich, Amazon. Die haben ja jahrelang wirklich defizitär Kredite aufgenommen, um in den Markennamen zu investieren. Und das zahlt sich jetzt aus. Die Aktien nahe rekordhoch. Amazon ist ja selbst Händler, aber die sind auch eine Suchmaschine für Waren, haben die Plattform Amazon samt den Cloud-Services, das Logistikgeschäft und so weiter. Ein weiterer Anbieter, der an der Börse sehr gut läuft derzeit, ist Shopify. Das sind quasi die Schaufelverkäufer in diesem ganzen Trend. Die ermöglichen es jedem Menschen, mit wenigen Klicks so eine eigene Shoppingseite im Internet zu erstellen. Viele junge Leute hören ja jetzt auch, okay, es geht hier im Internetgeschäft, da geht richtig was und wollen da eben auch partizipieren, machen sich selbstständig, bauen dann eben etwa mit Shopify ihren eigenen Shop im Internet auf. Das ist also ein großer Trend, von dem Shopify profitiert. Und dann haben wir natürlich immer noch eBay, die mit den Auktionen und Kleinanzeigen da gut positioniert sind. Also das sind 3 Anbieter, Amazon, eBay, Shopify, die gut positioniert sind, die reine Internet-Player sind und somit eben von diesen wachsenden Umsätzen im Internethandel profitieren können. Bleiben wir mal beim Thema Kaufen und kommen aufs Allzeithoch des DAX. Es scheint so, als ob die Jahresendrallye begonnen hat. Was sagen Sie? Ja, die Anleger sind happy. Es ist so, wir haben am Freitag ja den letzten Handelstag im Monat gehabt. Für mich der Monatsschlusskurs über 19.300 Punkte war wichtig. Und als es dann am Nachmittag, am Freitag sich so abzeichnete, dass wir zu 17:30 Uhr hin so einen Schlusskurs bekommen über der 19.300, ist für mich als Charttechniker eine wichtige Marke gewesen. Da sind wir jetzt drüber und seither gibt es irgendwie kein Halten mehr. Die psychologisch runde Marke wollen die Anleger wahrscheinlich von 20.000 Punkten sehen. Nach oben mittelfristig über die nächsten Monate ist sogar 22.000 Punkte möglich. Wichtig dafür aber, dass wir jetzt nicht mehr unter die 19.300 fallen. Sonst wird es eben mit diesen Kursgeschenken und Kursgewinnen unterm Weihnachtsbaum eher schlecht aussehen. Schauen wir mal. Jochen Stanzel war das von CMC Markets. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und mehr Wirtschaft dann wieder 17:45 Uhr in der Börse am Abend, jederzeit aber natürlich bei uns auf Welt.de. Und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und Felicia Pochhammer.